Alright, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu meinem Informationsvideo bezüglich des Serverstarts EU8, wo die Pre-Registration-Phase, geiles Wort, bereits läuft. EU8 ist jetzt ja offiziell der Necromancer-Server. Ich habe schon beantragt, dass das Lied oder alle Varianten des Lieds auch geändert werden auf allen Plattformen inklusive Spotify. Hä? Necromancer is a dancer. You lose and don't have an answer. Dungeons flying in the air. Oh. Sollte man nicht machen, wenn man krank ist, Kappa. Nee, aber auf diesem Server wird dadurch halt die Post abgehen, wie überbezahlte Fußballer, Necromancer everywhere. Ja, also falls ihr euch noch nicht entschieden habt und ihr wollt eben kein Necromancer auf dem Server spielen, dann spielt einen intelligenzbasierten Magier, aber full auf Intelligenz, eine richtig fette Class kennen. Dann könnt ihr den ein oder anderen Necromancer ärgern, wenn er noch 5.000 Euro aufleiht, dann BOOM! Ab der ist auf jeden Fall drin. Nein, Spaß natürlich, ne? Also 4.000 Euro reichen auch. Da gehen die Pilze dahin, Leute. Nein, aber EU8 definitiv wird abgehen. Es gibt auch einige interessante Gilden, die sich im Discord auch schon tummeln. Und das wird auch so ein bisschen mein Milieu sein für EU8. Ich werde zwar selber auch spielen, ich werde einen Berserker spielen und einfach wahrscheinlich tatsächlich über die Gilden Hall of Fame diesmal mal wieder mir irgendein kleines Team suchen und dort ein bisschen mitspielen. Ganz, ganz entspannt. Ansonsten werde ich nicht sehr viel Augenmerk auf das Gameplay legen bei mir. Also noch weniger als sonst. Sondern ich werde mir die Gilden anschauen und so ein bisschen so eine Art Players to Watch machen, aber als auf Gildenbasis. Anhand dessen, wir die Statistiken jetzt haben und die Statistiken ja auch für die Gilden nutzbar sind. Und da will ich mal schauen, was man daraus so basteln kann. Klar kann man in-game natürlich sich die Gildenwerte angucken und vergleichen. Das habe ich früher schon mal gemacht. Ich will die Statistiken aber ein bisschen mehr mit einbinden, ohne jetzt SF-Game-Tools zu abusen, was natürlich auch geht. Und mir einfach die Entwicklung anschauen, denn es werden einige interessante Gilden dabei sein. Es gibt, glaube ich, eine rein griechische Gilde, es gibt wieder 320 Alu tschechische Gilden, es gibt Kepsus Gilde. Zombie hat auch eine Gilde, die wahrscheinlich jetzt nicht für die Top 1 gedacht ist, aber trotzdem vielleicht im oberen Segment mitspielt. Und wir müssen ja auch schauen, dadurch, dass ja gleichzeitig der Helleweter startet, ist natürlich auch der Helleweter eine ganz wichtige Größe, um zu schauen, wie stark die ersten Gilden sich entwickeln und wie weit sie denn kommen. Das heißt, auch den Helleweter, der ja ein gutes Ranking in sich hat, können wir dort mit einbinden lassen. Und hier sei natürlich jetzt gesagt, Leute, ihr könnt euch gerne unter diesem Video per Kommentar mit eurem Gildennamen auffällig machen. Sprich, wenn ihr eine eigene Gilde gründet oder gegründet habt, gerne. Oder wenn ihr wisst, ihr seid in einer Gilde dabei, dann schreibt den Namen doch mit rein und vielleicht habe ich sie dann auch besser auf dem Schirm. Ich werde natürlich nicht alle Gilden aufnehmen können in diese Liste. Ich werde mich wahrscheinlich anhand der Werte an eine, an eine Top 30 respektive maximal Top 50 machen. Das ist aber dann auch viel Arbeit, ne? Also dementsprechend kann ich das noch nicht ganz dann versprechen, aber in der Suche nach entsprechend guten Gilden ist es natürlich auch dann hilfreich, wenn man vorher schon ein paar Gildennamen gehört hat, bevor der Server dann eigentlich losgeht. Ja, das ist ja dann in einer Woche und falls ihr es nicht gemacht habt, solltet ihr auf jeden Fall euren erstellten Charakter mit dem SF-Account verknüpfen, um 25 extra Pilze zu bekommen. Dann habt ihr auch im Prinzip die Validierung schon erledigt und könnt dann halt gut loslegen. Greenlight, the Mushroom Dealer Shop is already available in advance, ist natürlich auch eine super Sache. Könnt ihr euch dort schon Pilze zu wahrscheinlich wieder vergünstigten Konditionen kaufen und habt natürlich die Chance, auch dann im Webshop wieder einen Creator-Code einzugeben, zum Beispiel wie meinen Herrn Rissel oder einen anderen, um den Creator eurer Wahl mit 5% Umsatzbeteiligung zu unterstützen. Das wäre richtig sahnig von euch. Und das heißt, ihr habt alles gehört zu EU8, was wichtig ist. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir natürlich gerne in die Kommentare oder im Discord. Aber ansonsten schauen wir einfach mal, wie das so anläuft, was ich kredenzen kann und ob ich tatsächlich auf SF-Game-Tools verzichten kann. Das wird interessant sein. Und das war's von mir. Ich hau da rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.